Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge meiner Gesundheitsvideos. Frische, selbstgemachte Sesammilch hat immens viele Vorteile für unsere Gesundheit. Und da Kuhmilch die Aufnahme gesundheitsfördernder Antioxidantien aus der Nahrung blockiert, wäre es anzuraten, diese im selbstgemachten Müsli durch eine gesunde Pflanzenmilch zu ersetzen. Und da wäre die selbstgemachte Sesammilch ein perfekter Ersatz. Man könnte ebenso damit eine goldene Milch herstellen. Zum unermesslichen Vitalstoffreichtum der Sesammilch später noch mehr. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie wir die Sesamsamen zum Keimen bringen. Denn die gesunde Sesammilch wird möglichst aus gekeimten, ungeschälten Bio-Sesamsamen hergestellt, denn dadurch wird sie die größte Nährstoff- und Vitalstoffdichte erhalten. Wir verteilen den ungeschälten Bio-Sesamsamen auf 3 Keimgläser. Besser wäre es noch, wenn man ihn auf 4 Keimgläser verteilen würde, bei der Menge hier von 500 Gramm Sesamsamen. Für die Sesammilch übrigens benutze ich nur einen ganz kleinen Teil von dieser Menge. Den Rest werde ich später in meinem Dörrautomat trocknen. Die Sesamsamen werden jetzt über Nacht in diesem Glas hier mit Wasser eingeweicht, damit sie das Wasser gut aufnehmen und für die Keimung vorbereitet werden können. Am nächsten Morgen werden wir die Sesamsamen ihres Einweichwassers entledigen und den Sesamsamen mehrere Male gut mit frischem Wasser durchspülen, bis das Wasser klar abläuft, also ohne Trübung und ohne Farbe. Dann nochmal ein letztes Mal durchspülen, den Deckel drauf geben und die Gläser umdrehen zum Keimen. Man kann die Sesamsamen dann 1 bis 2 bis 3 Tage keimen lassen, indem sie halt zweimal täglich durchgespült werden, ansonsten aber sich selbst überlassen bleiben, wie wir das hier jetzt sehen, im umgedrehten Keimglas. Je länger die Samen allerdings gekeimt werden, umso bitterer würde dann der Geschmack werden. Deshalb würde ich empfehlen, die Samen maximal 1 bis 2 Tage keimen zu lassen. Ich hatte ihn hier jetzt 3 Tage keimen lassen und man konnte im ungesüßten Zustand einen Tick Bitterstoffe herausschmecken, aber da bei der Herstellung der Sesammilch Xylit verwendet wird, schmeckt man diese nicht heraus. Trotzdem möchte ich empfehlen, den Sesamsamen nur 1 bis maximal 2 Tage keimen zu lassen. Das würde auch vollkommen ausreichen für die Gesundheit dieser leckeren Sesammilch. Nach dem Keimprozess werden die Sesamsamen im Sieb nochmal gründlich durchgewaschen und gespült und dann kommen sie in den Vitamix. Für die Sesammilch habe ich hier jetzt nur eine Kaffeetasse benutzt von den Sesamsamen und zu einer Tasse gekeimter Sesamsamen kommen 3 Tassen von meinem dampfdestillierten Wasser hinzu. Mein Video zum Dampfdestillieren von Wasser werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Und für den natürlichen, süßen Geschmack dieser Sesammilch kommt noch ein gehäufter Esslöffel Xylit hinzu. Und dann wird einfach alles hier in dem Vitamix gründlich püriert, bis sich der Sesamsamen fast vollständig im Wasser aufgelöst hat. Das Ergebnis ist diese leckere, schaumige Sesammilch. Wer einen optimalen gesundheitlichen Nutzen daraus ziehen möchte, könnte die Sesammilch einfach so jetzt genießen, ohne sie durch einen Nussbeutel zu filtrieren. Und wenn man sie im gesunden Müsli verwenden möchte, würde man auch nichts merken. Allerdings habe ich sie jetzt vorsichtshalber filtriert, damit man sie auch pur genießen kann. Aus dem gesunden Trester könnte man rohköstliche Cracker herstellen zum Beispiel, oder man trocknet ihn und verwendet ihn dann als Pulver in Smoothies oder Salaten. Ich habe ihn bei der Herstellung meines selbst fermentierten veganen Feta-Käses benutzt. Mein Video dazu kann ich euch hier oben nochmal verlinken. Man könnte ebenso einen Teil der gekeimten Sesamsamen für die Herstellung dieses leckeren, gesunden, veganen Feta-Käses benutzen. Denn dafür könnte man fast jede Art von gekeimten Sprossen verwenden. Gerne kann ich euch auch nochmal mein Video zu Keimlingen und Sprossen hier oben verlinken. Ja, und schon haben wir eine wunderschöne, weiße, gesunde, köstliche Sesammilch erstellt, die man direkt im frischen Zustand pur genießen könnte. Ebenso könnte man sie im Müsli verwenden oder auch eine goldene Milch daraus herstellen. Frische Sesammilch zu trinken hat einige Vorteile. Sesam ist ja ein ganz besonderer Samen, da er ein für den Menschen perfektes Aminosäurenprofil mitbringt. Wir decken damit also unseren Eiweißbedarf auf höchst gesunde Weise. Außerdem enthält er 6-mal mehr Kalzium als Kuhmilch und ein optimales Calcium-Magnesium-Verhältnis, das der Körper braucht, um beide Stoffe gut aufzunehmen. Jeder kennt die Zauberformel aus der Märchenwelt: Sesam, öffne dich. Sie öffnet eine Felsenhöhle mit unermesslichen Schätzen. Ähnlich unermesslich ist der Vitalstoffreichtum im Sesamsamen. Subhanallah.
So schenkt uns der Sesamsamen aufgrund seines perfekten Aminosäurenprofils und weil er gleichzeitig besonders reich an Methionin, Cystin und Taurin ist, alle notwendigen Aminosäuren für Knochen, Haut und Haaren. Die genannten schwefelhaltigen Aminosäuren sind an der Bildung von Kollagen beteiligt, dem wichtigsten Faserbestandteil von Haut, Knochen, Sehnen, Knorpel, Bändern, Blutgefäßen und Zähnen. Sie verleihen dem Bindegewebe Festigkeit und tragen zu einem gesunden Aufbau und Wachstum von Haut, Haaren und Nägeln bei. Cystin ist zusammen mit dem in Sesam vorhandenen Spurenelement Selen ein wichtiger Baustein bei der Herstellung von Glutathion und der Glutathionperoxidase. Beide Substanzen gehören zu den wichtigsten körpereigenen Antioxidantien des Organismus. Da Kuhmilchproteine die Antioxidantien in der Nahrung binden und somit die Aufnahme vom Körper verhindern, sollte man sie nicht mit der Nahrung kombinieren, sondern nur für sich allein trinken und dann natürlich möglichst auch nur, wenn sie von Bio-Weiderindern stammt und nicht homogenisiert und pasteurisiert wurde. Und da wir heute auch kaum noch an rohe Bio-Weidemilch gelangen, wäre es stark zu empfehlen, diese mit veganer, gesunder Milch zu ersetzen. Und da würde sich diese gesunde Sesammilch wunderbar anbieten. Gerade dann, auch wenn man sie mit dem gesunden, selbstgemachten Müsli zusammen verzehrt. Mein Video zum selbstgemachten Müsli werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Um eine gesunde goldene Milch daraus herzustellen, erwärmt man einfach die Sesammilch, wie wir gerade gesehen haben, aber nicht heißer als 40 Grad und gibt in den Vitamix einen Esslöffel Xylit, einen gehäuften Teelöffel von der Kurkuma-Paste. Mein Video dazu, wie man diese herstellt, verlinke ich euch hier oben nochmal und eine Prise selbstgemahlenen Zimt. Sobald die Sesammilch heiß genug ist, nehmen wir sie vom Herd und geben sie mit in den Vitamix und erstellen daraus dann eine leckere, schaumige, cremige, goldene Milch. Natürlich könnte man auch einfach nur die warme Sesammilch in ein Glas geben und die genannten Zutaten einfach dazu und verrühren. Aber wenn man sie auf diese Weise im Vitamix aufschäumt, bekommt sie einen schönen Schaum und schmeckt einfach so viel leckerer, luftiger und cremiger. Ja, und da der Sesam über einen ausgezeichneten Mineralstoffgehalt verfügt und die Mengenelemente Calcium und Magnesium in einem optimalen Verhältnis vorliegen, um vom Körper bestens aufgenommen zu werden, macht diese natürliche Kombination den Sesam so wertvoll für den Aufbau von Knochen, Knorpel und Gelenken, Zähnen und Muskeln, auch den Herzmuskeln. Zudem wird die Reizleitung in den Nerven gefördert. Auch wurden in einer Studie die positiven Auswirkungen regelmäßiger Sesamgaben auf Arthrose des Kniegelenks beobachtet. Es zeigte sich ein sehr positiver Einfluss des Sesams auf die klinischen Symptome der Arthrose. Es ergab sich vor allem ein deutliches Gefälle bezüglich der Schmerzintensität. Darüber hinaus haben Sesamsamen einen hohen antioxidativen Wert, insbesondere das Vitamin E sowie die sekundären Pflanzenstoffe Sesamin und Sesamolin. Die antioxidative und zellverjüngende Wirkung des Sesams senkt den Blutdruck und wirkt sich positiv auf Herz-, Kreislauf- und Gelenkerkrankungen aus. Die in Sesam vorhandenen Vitamine, ganz besonders auch die B-Vitamine, schieben die Stoffwechselvorgänge ganzer Zellsysteme und Organe an. Sie gewährleisten den Energietransport in jede Zelle und sind somit unerlässlich für die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit und stärken gleichzeitig das Immunsystem und die Abwehrkraft. Sesamsamen werden in der traditionellen chinesischen Medizin auch als Nieren- und Lebertonikum eingesetzt, wo sie überdies gerne auch nach Krankheit und Geburt eingesetzt werden, bei Blutarmut, Körperschwäche sowie zur Milchbildung bei stillenden Müttern. Die Sesammilch wäre also ein toller, veganer, gesunder Milchersatz für die heute leider meist ungesunde Kuhmilch. Wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt dieses Video reichlich. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.